Lektion 1: Frühzeitiges Eingreifen im Gartenbau. Ich habe in letzter Zeit viel über unseren Garten nachgedacht. Es hilft wirklich, Schädlinge frühzeitig zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten. Hilf. Eine Früherkennung kann uns später so viel Ärger ersparen. Auf welche Anzeichen achten Sie üblicherweise bei der Kontrolle der Pflanzen? Ich achte auf ungewöhnliche Flecken an den Blättern oder Anzeichen von Welkerscheinungen. Das ist eine kluge Herangehensweise. Ich suche normalerweise nach Insekten, die sich unter den Blättern verstecken. Tja, diese kleinen Tierchen können großen Schaden anrichten, wenn wir sie nicht bemerken. Haben Sie wirksame Methoden zur Schädlingsbekämpfung gefunden? Ich bevorzuge natürliche Heilmittel wie Neemöl. Es ist unbedenklich für die Pflanzen. Das klingt effektiv. Ich habe gehört, dass Knoblauchspray auch Schädlinge fernhalten kann. Das hilft. Und außerdem lässt es sich leicht zu Hause zubereiten. Mir gefällt die Idee, unseren Garten chemikalienfrei zu halten. Ich auch. Es ist besser für die Umwelt und unsere Gesundheit. Wie sieht es mit Mischkultur aus? Ich habe gelesen, dass sie bei der Schädlingsbekämpfung helfen kann. Tja, bestimmte Pflanzen können Schädlinge auf natürliche Weise abwehren, wenn sie zusammen gepflanzt werden. Das ist faszinierend. Ich sollte recherchieren, welche Pflanzen gut zusammenpassen. Lasst uns in dieser Saison ein paar Methoden ausprobieren und sehen, welche am besten funktioniert. Auf einen gesunden und blühenden Garten. Lektion 2: Die Kunst des Ausmistens. Ich bin stolz auf mich. Zuerst habe ich alle abgelaufenen und unnötigen Artikel aussortiert. Das ist ein fantastischer Anfang. Es ist erstaunlich, wie viel Platz dadurch entsteht. Das stimmt wirklich. Ich war überrascht, wie viele abgelaufene Produkte ich gefunden habe. Das passiert jedem. Wir vergessen oft, was wir eingelagert haben. Genau. Jetzt sehen die Regale viel sauberer und ordentlicher aus. Du kannst stolz auf dich sein. Ausmisten kann eine entmutigende Aufgabe sein. Danke. Und du? Wie läuft dein Ausmisten? Ich komme voran. Ich habe meine Kleidung aussortiert und einige Teile gespendet. Das ist toll. Es tut gut, sich von Dingen zu trennen, die wir nicht benutzen. Tja, und es schafft Platz für neue Dinge, die wir wirklich lieben. Hast du etwas Überraschendes in deinem Kleiderschrank gefunden? Ja, tatsächlich. Ich habe ein Kleid gefunden, das ich ganz vergessen hatte. Es passt immer noch perfekt. Das ist eine schöne Überraschung. Es ist, als würde man im eigenen Kleiderschrank einkaufen. Ja, ich habe das Gefühl, ein neues Outfit zu haben, ohne Geld auszugeben. Auf das Entrümpeln und Entdecken verborgener Schätze. Lektion 3: Der schreckliche Läufer. Ich habe letztes Wochenende von dem Rennen gehört. Was für ein Desaster. Tatsächlich, ich kann es nicht fassen, dass jemand über seine eigenen Schnürsenkel gestolpert ist. Das ist ein klassischer Patzer. Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Stell dir die Reaktion der Menge vor. Die müssen laut gelacht haben. Absolut. Man sieht ja nicht alle Tage jemanden mit dem Gesicht voran auf die Rennstrecke fallen. Das wirkt wie eine Szene aus einer Komödie, nicht wahr?
Ja, und ich frage mich, was dem Läufer wohl durch den Kopf ging. Vielleicht hätte ich meine Schuhe doppelt verknoten sollen. Oder vielleicht, ich werde dieses Rennen gewinnen nach einem kurzen Nickerchen. Das würde den langsamen Start erklären. Ein Nickerchen vor dem Rennen. In der Eine bemerkenswerte Strategie. Aber was ist mit den anderen Rennfahrern? Sie müssen verwirrt gewesen sein. Ist das Teil des Aufwärmprogramms? Genau. Ich kann mir vorstellen, wie sie dem gestürzten Läufer ausweichen, als wäre es ein Spiel. Ein Spiel, bei dem es darum geht, Hindernissen auszuweichen, vielleicht. Genau. Es ist eine ganz eigene Sportart. Ich frage mich, ob irgendjemand versucht hat, dem gestürzten Läufer zu helfen. Ich vermute, die meisten sind einfach weitergerannt. Das Recht des Stärkeren. Wie rücksichtslos. Aber es ist schwer zu helfen, wenn man um sein Leben rennt. Stimmt. Und was wäre, wenn der Läufer einfach aufgestanden und weitergelaufen wäre? Das wäre das ultimative Kummelbug. Ich bin gestolpert, aber ich bin immer noch da. Das ist eine Einstellung, die ich bewundere. Niemals aufgeben, selbst wenn man am Boden liegt. Es geht nur um Durchhaltevermögen, selbst wenn man sich lächerlich macht. Ganz genau. Jeder große Sportler hat seine peinlichen Momente, nicht wahr? Na klar, daraus lassen sich später tolle Geschichten machen. Und diese Geschichte wird man noch jahrelang erzählen, da bin ich mir sicher. Da erinnert ihr euch an den Läufer, der stolperte und zur Legende wurde. Man sagt, aus jedem Fehltritt stecke eine Lektion. Seth, vielleicht sollten wir alle öfter mal stolpern. Solange es nicht auf der Rennstrecke stattfindet, bin ich voll dafür. Einverstanden. Überlassen wir das Stolpern den Profis. Gute Wahl. Wo ist denn jetzt mein Kaffee? Ich brauche Energie für meinen nächsten Lauf. Treibstoff ist unerlässlich, besonders wenn man vorhat, schnell zum Kaffee zu sprinten. Nun ja, ich muss meine Lauftechnik üben, nur für alle Fälle. Man weiß nie, wann man einem Hindernis ausweichen muss. Oder über die eigene Begeisterung stolpern. Lektion 4: Die Freude am Lehren. Es ist ziemlich amüsant, wie viele Fragen Studenten in einer einzigen Stunde stellen können. Es ist tatsächlich wie ein Quizspiel. Sie schaffen es immer wieder, uns zu überraschen. Manchmal frage ich mich, ob sie eine geheime Liste mit vorbereiteten Fragen haben. Das würde die Willkür mancher Anfragen erklären. Warum fragen Sie zum Beispiel nach der Geschichte von Sandwiches? A. Die berüchtigte Sandfik-Frage. Sie scheint bei Studenten sehr beliebt zu sein. Vielleicht denken Sie, es würde Ihre Kochkünste verbessern. Oder vielleicht glauben sie, dass es für das Bestehen der Prüfung unerlässlich ist. Das wäre in der Tat eine interessante Prüfungsfrage. Erläutern Sie die Bedeutung des Sandwiches in der modernen Gesellschaft. Ich kann mir die kreativen Antworten schon vorstellen. Manche würden argumentieren, es sei ein Symbol der Freiheit. Andere könnten sagen, es symbolisiere Einheit, indem es verschiedene Zutaten zusammenbringt. Genau. Jeder Student hat eine einzigartige Perspektive, genau wie seine Sandwiches.
Und genau das macht den Lehrerberuf so lohnend. Ich muss sagen, ich amüsiere mich über den Humor in Ihren Antworten. Humor ist eine großartige Möglichkeit, Schüler zu motivieren und das Lernen unterhaltsam zu gestalten. Ja, Lachen ist wirklich der beste Lehrmeister. Ich stimme zu und es trägt dazu bei, eine angenehme Lernumgebung zu schaffen. Es ist faszinierend, wie viel wir auch von Ihnen lernen können. Ruf. Lernen ist schließlich ein Geben und Nehmen. Und jede Straße birgt unerwartete Wendungen. Genau wie unsere Gespräche. Wo wir gerade davon sprechen, was ist die denkwürdigste Frage, die Ihnen je gestellt wurde? Oh, das ist eine schwierige Frage. Einmal fragte mich ein Schüler, ob ich ihm beibringen könnte, mit Tieren zu sprechen. Das ist in der Tat eine Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Vielleicht erfindet man ja eines Tages einen Universalübersetzer für diesen Zweck. Ich freue mich auf diesen Tag. Bis dahin werden wir unsere Abenteuer im Lehrberuf fortsetzen. Lektion 5: Abenteuer im Freiwilligendienst. Ich habe vor kurzem ehrenamtlich an einem Kollege gearbeitet. Das war eine tolle Erfahrung. Das klingt spannend. Wie war die Organisation aufgebaut? Es hieß Frontierkollege. Die Dozenten verrichteten die gleichen Aufgaben wie die örtlichen Lehrer. Wie genau hat das funktioniert? Hatten Sie das Gefühl, Ihre Rolle effektiv ausfüllen zu können? Ja, das habe ich. Es war sehr befriedigend zu sehen, wie die Schüler ihre Fähigkeiten verbesserten. Das muss sehr erfüllend gewesen sein. Mit welchen Altersgruppen haben Sie gearbeitet? Ich habe hauptsächlich mit erwachsenen Lernenden gearbeitet. Sie waren lernbegierig. Das ist ja wunderbar. Welche Fächer haben Sie ihnen unterrichtet? Ich unterrichtete Englisch und grundlegende Computerkenntnisse. Es war eine ziemliche Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Gab es beim Unterrichten irgendwelche Schwierigkeiten? Absolut. Einige Schüler zögerten anfangs, sich zu Wort zu melden. Wie haben Sie zu einer stärkeren Teilnahme motiviert? Ich habe Spiele und Gruppendiskussionen eingesetzt. Das hat die Stimmung aufgelockert. Das ist eine tolle Strategie. Haben Sie eine besondere Beziehung zu Ihren Schülern aufgebaut? Ja, das habe ich. Sie haben ihre Geschichten ausgetauscht und dadurch ist eine Verbindung entstanden. Das ist herzerwärmend. Was war Ihr schönster Moment bei diesem Erlebnis? Zu sehen, wie ihr Selbstvertrauen wuchs, war für mich das absolute Highlight. Das kann ich verstehen. Es ist inspirierend, persönliches Wachstum mitzuerleben. In der Tat, ich habe genauso viel von ihnen gelernt wie sie von mir. Das ist doch das Schöne am Unterrichten, nicht wahr? Absolut. Es ist eine Wechselwirkung zwischen Lernen und Lachen. Lektion 6: Tricks beim Krafttraining. Treibst du auch Krafttraining? Ja, ich mache nach meinen Cardio-Einheiten auch Krafttraining. Das klingt ja heftig. Wie bist du dazu gekommen? Ich wollte meine Ausdauer verbessern und natürlich meine Freunde beeindrucken. Beeindruckend. Trainierst du mit schweren Gewichten? Ich bevorzuge leichtere Gewichte mit mehr Wiederholungen. Das sorgt für Abwechslung.
Interessante Wahl. Ich bevorzuge normalerweise die schwereren Sachen. Ihnen macht es also Spaß, ein kleines Auto anzuheben. Nun ja, vielleicht nicht unbedingt ein Auto, aber ich genieße es, meine Grenzen auszutesten. Ich kann es mir nur vorstellen. Pass nur auf, dass du dich nicht über Nacht in einen Superhelden verwandelst. Wenn ich das täte, würde ich im Fitnessstudio definitiv einen Umhang tragen. Ein Kaper wäre schon ein ziemliches modisches Statement, das muss ich zugeben. Vielleicht könnte ich einen neuen Trend starten. Superhelden heben auch Gewichte. Das würde definitiv Aufmerksamkeit erregen. Ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Gewichtheber wird zur lokalen Legende. Und ich wäre dein größter Fan und würde dich von der Seitenlinie aus anfeuern. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Sie könnten mein persönlicher Cheerleader sein. Da müsste ich meine Anfeuerungsrufe üben. Hoch damit, lasst es fliegen. Das ist ja mal ein mitreißender Anfeuerungsruf. Um dich zu beeindrucken, hebe ich vielleicht noch ein paar schwerere Gewichte. Das ist die richtige Einstellung. Denk nur daran, dich danach zu dehnen. Den Übungen? Ist das nicht etwas für schwache Nerven? Ganz und gar nicht. Es hält die Muskeln fit und einsatzbereit. Ich werde Ihren Rat befolgen. Ein gesunder Muskel ist ein starker Muskel. Lektion 7. Bauchmuskelschwäche verstehen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen diese merkwürdige Wölbung am Bauch haben? Ja, ich habe das auch schon gesehen. Er scheint recht häufig vorzukommen. Was sind die Ursachen? Es kann an einer Schwäche der Muskelschichten im Bauchraum liegen. Das klingt interessant. Wie kommt es zu dieser Schwäche? Manchmal passiert es nach einer Schwangerschaft oder einem erheblichen Gewichtsverlust. Verstehe. Die Muskeln können also nicht alles an seinem Platz halten. Genau. Dadurch können sich die Eingeweide in die Lücke vorschieben. Das klingt unangenehm. Gibt es Übungen, die dabei helfen können? Ja, die gibt es. Kräftigungsübungen können die Bauchwand unterstützen. Interessant. Welche Übungen würden Sie empfehlen? Übungen wie Planks und Beinheben sind sehr vorteilhaft. Ich habe von Planken gehört. Sie scheinen eine Herausforderung zu sein. Wie lange sollte man sie halten? Ein Ziel von 30 Sekunden bis zu einer Minute ist ein guter Anfang. Das ist machbar. Wie sieht es mit Benehmen aus? Den die einfach. Sie können anfangs etwas mühsam sein, aber sie zielen eigentlich auf den Unterbauch ab. Ich werde sie ausprobieren müssen. Irgendwelche Tipps für Anfänger. Fang langsam an und konzentriere dich auf die richtige Ausführung, um Verletzungen zu vermeiden. Das klingt vernünftig. Sollte man vor Beginn einen Arzt konsultieren? Ja, insbesondere wenn Vorerkrankungen vorliegen. Ich schätze Ihren Rat. Es ist gut zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, die Kraft zu steigern. Absolut. Mit Kontinuität lassen sich großartige Ergebnisse erzielen. Ich freue mich darauf, mit meinem Fitnessprogramm zu beginnen. Vielen Dank für die Ermutigung. Gern geschehen. Lasst uns gegenseitig auf dem Weg motivieren.
Lektion 8. Weise Geschichten. Mein Flug verlief reibungslos und mein Gepäck kam schnell an. Das ist eine Erleichterung. Konntest du problemlos ein Transportmittel finden? Ja, ich habe direkt vor dem Terminal einen Shuttlebus gefunden. Ausgezeichnet. Diese Schuttlebusse können manchmal ganz schön knifflig sein. Tatsächlich, ich habe einmal eine Stunde auf einen Shuttle gewartet, der nie kam. Oh nein, das klingt frustrierend. Was hast du denn gemacht? Ich habe schließlich ein Taxi genommen, was ein Vermögen gekostet hat. Das ist wohl der Preis für Bequemlichkeit. Stimmt, ich habe meine Lektion gelernt. Immer den Shuttle-Fahrplan prüfen. Eine kluge Entscheidung. Hat Ihnen der Flug ansonsten gefallen? Ja, das Bordunterhaltungsprogramm war überraschend gut. Was hast du gesehen? Vielleicht eine romantische Komödie. Nein, ich habe eine Dokumentation über die Käseherstellung gesehen. Diese- Das ist ja eine interessante Wahl. Ich dachte, es wäre kitschig, aber es war ziemlich faszinierend. Ich kann mir vorstellen, wie faszinierend die Käseherstellung sein kann. Sie zeigten, wie Käse reift und Aromen entwickelt. Das klingt herrlich. Das muss ich mir vielleicht auch mal ansehen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Allerdings hat es mich hungrig gemacht. Ein Dokumentarfilm, der Lust auf mehr macht. Das ist ja beeindruckend. Genau. Am Ende des Fluges hatte ich richtig Lust auf eine Käseplatte. Das ist ein Luxus, den ich zu schätzen weiß. Vielleicht sollten wir Ihre Ankunft später mit einer Käseplatte feiern. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Käse und gute Gesellschaft passen perfekt zusammen. Ich stimme zu. Lasst uns das zu einer Tradition machen, die jeden Besuch mit sich bringt. Lektion 9. Die verspätete Ankunft. Hallo, ich habe gerade deine Nachricht erhalten. Kommst du heute Abend wirklich zu spät? Das leider. Ich stecke im Stau. Ist das in Ordnung? Natürlich. Der Verkehr kann ziemlich unberechenbar sein. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ich werde mich beeilen. Keine Eile. Sicherheit geht schließlich vor. Vielen Dank. Ich werde vorsichtig fahren, auch wenn ich den Film unbedingt sehen möchte. Auf welchen Film freust du dich am meisten? Ich freue mich schon sehr auf die neue Komödie. Ich habe gehört, sie sei so komisch. Ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Hast du einen Lieblingsschauspieler darin? Der, der Hauptdarsteller bringt mich immer zum Lachen. Sein Teamen ist makellos. Da stimme ich zu. Ich glaube, er könnte sogar eine Einkaufsliste witzig gestalten. Das ist eine Gabe, die nicht jeder besitzt. Stimmt. Ich frage mich, wie er sich auf seine Rollen vorbereitet. Vielleicht studiert er stundenlang die Kunst des Humors. Oder vielleicht beobachtet er einfach nur Alltagssituationen. Das klingt nach einem tollen Ansatz. Das Leben ist voller lustiger Momente.
Absolut. Ich entdecke oft Humorvolles in meinem Alltag. Mir geht's genauso. Zum Beispiel, wenn ich versehentlich unterschiedliche Socken trage. Das ist ein klassischer Fehler. Mir ist das schon unzählige Male passiert. Es eignet sich aber hervorragend als Gesprächseinstieg. In der Tat. Was hältst du von meiner modischen Auswahl? Ja, und dann kannst du es einfach auf die Mode schieben. Das werde ich mir merken. Ich werde meine ungleichen Socken mit Stolz tragen. Und ich mache mit. Gemeinsam werden wir einen neuen Trend starten. Der Trend der modisch verwirrten Persönlichkeit. Das klingt ja nach einem Hit. Ich kann es kaum erwarten, dass du ankommst, auch wenn es spät ist. Lektion 10. Sicher und informiert bleiben. Informiert zu sein und proaktiv zu handeln, kann uns helfen, uns selbst zu schützen. Ja, es ist entscheidend, unsere Umgebung aufmerksam wahrzunehmen. Ich habe vor kurzem einen Artikel über Tipps zur persönlichen Sicherheit gelesen. Oh, welche Tipps wurden denn erwähnt? Ein Vorschlag lautete, immer auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Das ist ein guter Rat. Unser Bauchgefühl ist oft sehr zuverlässig. Ja, und ein weiterer Tipp war, Notfallkontakte griffbereit zu haben. Das leuchtet ein. Jemanden anrufen zu können, kann beruhigend sein. Genau. Und es ist ratsam, die örtlichen Notrufnummern zu kennen. Da stimme ich zu. Das kann in einer Krise wertvolle Zeit sparen. Darüber hinaus ist es unerlässlich, Fluchtwege an öffentlichen Orten zu kennen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Zu wissen, wie man schnell aus der Situation herauskommt, kann lebensrettend sein. Haben Sie jemals Selbstverteidigungstechniken geübt? Ich habe ein paar Kurse besucht. Sie waren überraschend bereichernd. Das kann ich mir vorstellen. Ich sollte mal einen Kurs bei Ihnen besuchen. Das wäre toll. Außerdem schadet es nie, neue Fähigkeiten zu erlernen. Da stimme ich zu. Und wir können uns gegenseitig motivieren. Der Team macht alles einfacher und angenehmer. Apropos Teamarbeit, meinst du, wir sollten einen Sicherheitsclub gründen? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wir könnten Freunde einladen, mitzumachen. Wir könnten regelmäßige Treffen organisieren, um Sicherheitstipps zu besprechen. Und vielleicht sogar Gastredner einladen. Das würde das Lernerlebnis verbessern. Da, gemeinsam können wir ein sichereres Umfeld für alle schaffen. Ich finde es großartig. Lasst uns diesen Club gründen. Lektion 11. Musikalische Ambitionen. Das ist ja fantastisch. Ich wollte schon immer mal ein Instrument lernen. Für, für welches Instrument interessierst du dich? Ich habe eine Schwäche für die Gitarre. Sie scheint so vielseitig zu sein. Die Gitarre ist eine fantastische Wahl. Was reizt dich daran? Ich liebe es, dass es in fast jedem Musikgenre eingesetzt werden kann. Absolut.
Außerdem eignet es sich hervorragend zum Mitsingen. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich am Lagerfeuer sitze und vor mich hin klimpere. Das klingt herrlich. Hast du es schon mal ausprobiert? Ich habe es einmal versucht, aber meine Finger taten zu sehr weh. Ach, die klassischen Anfängerschwierigkeiten. Aber keine Sorge, es wird leichter. Ich hoffe es. Wie lange hast du zum Lernen gebraucht? Es dauerte ein paar Monate, bis ich mich wohlfühlte. Das ist ermutigend. Hast du Unterricht genommen oder dir alles selbst beigebracht? Ich habe zunächst Unterricht genommen, dann aber auf eigene Faust weitergeforscht. Das klingt nach einer guten Balance. Hast du Tipps für Anfänger? Beginne mit einfachen Akkorden und übe regelmäßig. Das kann ich. Und wie sieht es mit Liedern aus? Wähle Lieder, die du liebst. Das macht das Üben viel angenehmer. Das ist ein toller Tipp. Ich fange mit etwas Einfachem an, zum Beispiel mit einem Klassiker. Funkel, funkel, kleiner Stern ist immer eine gute Wahl. Perfekt. Damit kann ich meine Freunde beeindrucken. Hiluf, sie werden von deinem Talent begeistert sein. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Welches ist dein Lieblingslied zum Spielen? Ich spiele Wonderwall total gerne. Da singen immer alle mit. Das ist ein fantastisches Lied. Das muss ich als nächstes lernen. Du wirst es nicht bereuen. Musik verbindet Menschen. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Gern geschehen. Lass uns eine Jam-Session machen, wenn du bereit bist. Ich freue mich darauf. Musik ist wirklich ein wunderbares Abenteuer. Lektion 12. Anfängerfreundliche Empfehlungen. Ich habe mich gerade für einen Fitnesskurs angemeldet. Ich freue mich schon sehr. Das ist toll. Welchen Kurs hast du gewählt? Ich habe mich für einen Yogakurs entschieden. Ich habe gehört, dass er anfängerfreundlich ist. Ausgezeichnete Wahl. Yoga ist wunderbar für Flexibilität und Entspannung. Hoffentlich falle ich bei den Posen nicht um. Hinfallen gehört zum Spaß dazu. Du wirst darüber lachen. Das stimmt. Ich könnte etwas mehr Lachen in meinem Leben gebrauchen. Sag mir Bescheid, falls du Empfehlungen für anfängerfreundliche Kurse benötigst. Das würde ich sehr begrüßen. Was schlagen Sie sonst noch vor? Wie wäre es mit einem Tanzkurs? Das ist eine unterhaltsame Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Tanzen klingt toll. Ich bin allerdings keine besonders gute Tänzerin. Keine Sorge, jeder fängt mal klein an. Das ist beruhigend zu hören. Welchen Stil würden Sie empfehlen? Zumba ist fantastisch. Es verbindet Tanz und Fitness auf eine lebhafte Weise. Ich habe schon von Zumba gehört. Das klingt nach einer Party. Ja, sie werden gar nicht merken, dass sie Sport treiben. Das klingt gut. Wie sieht es mit Krafttraining aus?
Beginnen Sie mit leichten Gewichten. Konzentrieren Sie sich auf die korrekte Ausführung der Übung, anstatt schwere Gewichte zu heben. Das leuchtet ein. Ich möchte Verletzungen vermeiden. Flugbedacht. Sicherheit steht bei jedem Trainingsprogramm an erster Stelle. Hast du irgendwelche Lieblingsübungen für Anfänger? Körpergewichtsübungen wie Kniebeugen und Liegestütze sind ein guter Anfang. Das schaffe ich. Ich werde sie ausprobieren. Fantastisch. Konstanz ist das Wichtigste. Ich werde das berücksichtigen. Vielen Dank für Ihre Ermutigung. Gern geschehen. Ich freue mich schon darauf, von Ihren Fortschritten zu hören. Ich halte euch auf dem Laufenden, vor allem, wenn ich beim Yoga hinfalle. Lektion 13. Gesunde Ernährung. Ich sehe, Sie haben hier reichlich Obst und Gemüse. Ja, ich glaube, sie sind für eine gesunde Ernährung unerlässlich. Aber sicher. Haben Sie Tipps für jemanden, der sich gesünder ernähren möchte? Aber sicher. Erstens bewahren Sie Obst immer gut sichtbar in Ihrer Küche auf. Das ist eine großartige Idee. Dadurch werden sie noch verlockender. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wie sieht es mit Gemüse aus? Das mag für manche weniger ansprechend sein. Ich schlage vor, kreative Wege für die Zubereitung zu finden. Zum Beispiel, ich könnte etwas Inspiration gebrauchen. Versuchen Sie, sie mit Olivendel und Gewürzen zu rösten. Das verstärkt den Geschmack. Das klingt köstlich. Das würde ich sehr gerne probieren. Du wirst es nicht bereuen. Sollte man sich auf bestimmte Obst- oder Gemüsesorten konzentrieren? Setzen Sie auf Vielfalt. Unterschiedliche Farben liefern unterschiedliche Nährstoffe. Je bunter mein Teller also ist, desto besser. Ja, es ist, als würde man einen Regenbogen essen. Ich liebe diese Bilder. Und was ist mit Snacks? Greifen Sie lieber zu Obst oder Nüssen statt zu Chips oder Süßigkeiten. Das ist eine kluge Wahl. Hast du einen Lieblingssnack aus gesunden Gründen? Ich esse gerne Apfelscheiben mit Mandelmus. Das ist sowohl lecker als auch sättigend. Das klingt herrlich. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Sie werden angenehm überrascht sein, wie zufriedenstellend es ist. Ich muss zugeben, dass es mir schwer fällt, genug Gemüse zu essen. Sie sind nicht allein. Viele Menschen stehen vor dieser Herausforderung. Irgendwelche Tipps, wie man sie angenehmer gestalten kann? Versuchen Sie, die Smoothies oder Suppen hinzuzufügen. Das überdeckt den Geschmack, während die Nährstoffe erhalten bleiben. Das ist ja eine clevere Lösung. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Denken Sie daran, kleine Veränderungen können große Ergebnisse bewirken. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich bin motiviert, diese Reise anzutreten. Lektion 14. Die perfekte Reise planen. Es ist besser, unsere Reisevorbereitungen frühzeitig zu treffen. Einverstanden. Lasst uns diese Reise gut planen, um Chaos in letzter Minute zu vermeiden. Was sollten wir als erstes organisieren?
Ich glaube, wir sollten unsere Unterkunft sofort buchen. Das ist eine kluge Entscheidung. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich dachte an dieses charmante kleine Hotel am Strand. Das klingt herrlich. Ich kann mir die Aussicht aufs Meer schon richtig vorstellen. Ja, und das Rauschen der Wellen wird so entspannend sein. Sollten wir auch den Transport berücksichtigen? Du, wir müssen entscheiden, ob wir mit dem Auto fahren oder fliegen. Autofahren würde uns mehr Flexibilität bieten, aber Fliegen ist schneller. Sif, es kommt ganz darauf an, wie viel Zeit wir haben. Wenn wir fliegen, sollten wir unsere Tickets bald buchen. Ja, die Flugpreise können mit näherrückendem Reisetermin schnell steigen. Und wie sieht es mit Aktivitäten aus? Sollten wir eine Liste erstellen? Das ist eine tolle Idee. Ich möchte das örtliche Museum und den Strand besuchen. Ich würde dort sehr gerne ein paar Wassersportarten ausprobieren. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal Stand-up-Paddling ausprobieren. Das klingt toll. Wir sollten auch nach lokalen Veranstaltungen Ausschau halten. Tja, Festivals können unserer Reise eine besondere Note verleihen. Ich kümmere mich um den Veranstaltungsplan, während Sie die Unterkünfte organisieren. Perfekt. TM-Arbeit macht alles effizienter. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Sollten wir uns nach Restaurants umsehen? Auf jeden Fall. Ich möchte die lokale Küche probieren. Ich freue mich schon jetzt auf all die leckeren Speisen. Tja, lasst uns eine Liste mit Gerichten erstellen, die man unbedingt probieren muss. Damit ist die Sache entschieden. Eine gut geplante Reise wird garantiert unvergesslich.